In den seltensten Fällen passiert es, dass wir ein Angebot an den Kunden rausschicken und der nimmt das direkt an. Meistens gibt es irgendwie noch Nachverhandlungen, fehlt noch ein Discount, vielleicht wird das erste Angebot nicht angenommen, wir müssen nochmal ein neues erstellen. Und genau darum geht's heute in diesem Video. Das ist ein Problem, das irgendwie jedem Vertriebler ständig begegnet. Eine einzelne Opportunity, aber eben mehrere Angebote. Und das ist eben nicht nur ein Thema für den Vertrieb, sondern es geht auch darum, da eben die Zahlen sauber zu halten, gerade für Sales Leader oder den CFO, wenn es ums Forecasting geht. Und wir schauen uns heute einmal im Rahmen unseres Best Practice Videos an, wie wir das mit der Revenue Cloud hier am besten managen können. Ich bin Gunnar, bin Consultant bei Valuant und führe euch da heute einmal so ein bisschen durch. Ja, die Realität sieht eben so aus, Kunden wollen Optionen sehen, Verhandlungen laufen in mehreren Runden und Konfigurationen ändern sich da auch nach jedem Gespräch, kommt vielleicht noch eine SKU dazu, wird eine rausgenommen, wird ein Discount mit hinzugepackt, vielleicht ist das doch nicht der richtige Product Fit, aber die Frage, die sich daraus ergibt, was ist eigentlich das maßgebliche Angebot für alles? Und genau dieses Angebot ist ja auch das, was dann eben für die Sales Leader, fürs Forecasting relevant ist und in der Umsatzplanung dann eben auftaucht. Ja, es gibt da so zwei oder so saubere Muster, hilft vor allem zu wissen, in welcher Situation du gerade bist. Gibt es vielleicht Alternativen, Option A, Option B, die man präsentiert? Gibt es Versionierungen? Heißt also, ich habe vielleicht erst das erste Angebot, dann gehen wir nochmal mit dem Kunden zusammen in ein tieferes Gespräch, erstellen eine neue Version, die wird vielleicht abgelehnt und dann stellen wir eine finale dritte Version und können dann eben auch ganz klar die Historie nachvollziehen, was ist wann, wo, wie passiert. Technisch dasselbe darunter, aber Pflege, Benennung, sozusagen Versionierung, das ist der Unterschied, der feine Unterschied, der es uns also auch möglich macht, da Klarheit in diesen Prozess reinzubringen. Was klar ist in der Revenue Cloud, es gibt immer ein primäres Angebot. Ja, wir haben vielleicht mehrere Angebote erstellt in der Vergangenheit, aber es gibt immer nur ein Primärangebot, das sozusagen den Wert der Opportunity dann bestimmt und eben auch relevant ist für unser Forecasting und unsere Pipeline-Reviews am Ende auch. Ja, und ganz klar ist ja einfach, ein bisschen Disziplin gehört auch dazu. Das muss einfach sauber gehalten werden. Benennung von Angeboten, ganz wichtig, sodass für andere eben sofort sichtbar ist, wann wurde hier welches Szenario beispielsweise mit welchem Kunden durchgesprochen. Und genau dafür haben wir in Revenue Cloud eben auch die Funktionalität, sozusagen Deep Clones zu erstellen von Angeboten, müssen also nicht jedes Mal von neuem anfangen, sondern können uns das Angebot, was beispielsweise rejected wurde, wieder vorlegen, anpassen und dann eben neu an den Kunden rausschicken und dann optimalerweise auch closen. Ja, und so ist es eben nicht nur für Sales Leader, sondern auch für den CFO ganz klar nachvollziehbar, wann, also fürs Reporting eben, wann können wir hier auch mit dem Umsatz rechnen und wie hoch ist der Umsatz, mit dem wir da rechnen können. Ja, also nochmal zusammengefasst, 3 Takeaways. Erstens, mehrere Angebote pro Opportunity sind normal, ja, einfach bewusst als Optionen oder Version behandeln. Zweitens, ein Primärangebot ist das, was wirklich die Opportunity, den Warenwert steuert und eben sozusagen fürs Forecasting relevant ist. Und drittens, ja, wenn wir Rejected Quotes haben, ganz klar benennen, neu synchronisieren, neue Versionen erstellen, Datensätze bleiben verlässlich und wir haben auch einen Insight darin, warum hat ein Deal vielleicht nicht funktioniert, welche Quotes sind vielleicht nicht gut angekommen. Damit das aber nicht nur Theorie bleibt, sondern wir auch ein schönes Praxisbeispiel haben, würde ich sagen, wir wechseln einmal rüber nach Salesforce und gucken uns das Ganze auch nochmal live an. Wir sind jetzt also hier in unserer Salesforce-Umgebung, wie gehabt unsere Centric Software Sales-Umgebung, und wir haben ja auch schon für einen Kunden von uns eine Expansion Opportunity, sind relativ weit fortgeschritten. Ihr seht, wir haben schon 2 Angebote erstellt. Eins davon war ein Draft, das andere ist sozusagen auch das, was hier gerade mit der Opportunity synchronisiert. Das wurde jetzt allerdings abgelehnt vom Kunden, weil sie uns ganz klar kommuniziert haben, naja, wir müssen da nochmal irgendwie was am Discount machen. Wir wollen eher Richtung $80.000 kommen. Und was wir jetzt machen, ist, wir sozusagen deep clonen dieses Angebot einmal und sehen dann direkt, dass wir eben unser drittes Angebot haben und natürlich kann immer nur eins synchronisiert sein mit der Opportunity. Heißt also, wir werden jetzt gleich nochmal anpassen, unser Angebot nochmal ein bisschen Discount geben, das neu synchronisieren und dann können wir es eben dem Kunden wieder vorlegen. Ja? Also was wir machen, vielleicht passen wir erstmal den Namen an, damit hier auch alles klar ist, worum es sich dreht. Das ist also unser drittes Angebot, was wir hier erstellen. Schauen wir mal kurz speichern.
Und dann wollen wir einfach einmal einen kurzen Discount geben, weil wir hatten gesagt, wir wollen jetzt auf 80.000 kommen, verteilen das alles proportional, 80.000 anwenden und somit sind wir jetzt auch bei einem genauen Angebotswert von 80.000, verteilen hier die Discounts gleichmäßig über die Produkte, die wir hier anbieten und können jetzt also auch nochmal dieses Angebot mit unserer Opportunity synchronisieren und sehen dann entsprechend auch, aha, der Amount of the Opportunity hat sich direkt angepasst. Und so haben wir eben sichergestellt, dass wir ja sozusagen hier mehrere Versionen haben für die Angebote, die wir unserem Kunden präsentieren. Mich würde interessieren, wie macht ihr das zurzeit? Wo hapert's da vielleicht? Und lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was wir in der Zukunft noch weiteres an Best Practice Videos produzieren sollten. Vielen Dank.